Das Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung ist einer der ältesten Verbände der deutschen Bundeswehr. Wir wurden im Februar 1957 aufgestellt. Damit verfügt das Wachbataillon über eine lange Geschichte, über viele Besonderheiten und vor allen Dingen Anekdoten, die sehr oft mit Traditionen gleichgesetzt werden. Das reicht zum Teil so weit, dass der Verband durchaus mal mit dem Bernsteinzimmer in Verbindung gebracht wurde oder mit anderen mythischen Situationen verglichen wurde. Dabei ist vieles ein Wunschdenken, was von außen in den Verband hineinprojiziert wird, ohne dass es von den Soldatinnen und Soldaten hier gelebt wird oder traditionsstiftend ist. In der Vergangenheit wurde Tradition und Traditionspflege im Wachbataillon im Wesentlichen in die Vergangenheit ausgerichtet. Gemäß dem Traditionserlass der Bundeswehr ist Tradition aber sinnstiftend und identitätsprägend und identitätsbildend. Das können wir am besten tun, indem wir auf unsere eigene Geschichte schauen. Und mit 70 Jahren Wachbataillon haben wir, wie die gesamte Bundeswehr, eine mannigfaltige Anzahl an Dingen, die für uns im Zentrum unserer eigenen Traditionspflege stehen. Ein wesentlicher Bestandteil der Traditionspflege und Identitätsbildung für unsere Soldatinnen und Soldaten des Wachbataillons ist die militärgeschichtliche Sammlung. Diese haben wir in den letzten Monaten überarbeitet und neu geschaffen. Wir haben die Sammlung in 4 Bereiche eingeteilt. Der größte Teil dieser Sammlung beschäftigt sich mit uns, mit der eigenen Geschichte des Verbandes. Damit wird unsere Sammlung der Lernort und auch ein Diskussionsort für die Soldatinnen und Soldaten. Der Besuch ist verpflichtend und Teil unserer Ausbildungssystematik. Ein Beispiel ist die Weiterentwicklung des Gardemaßes und der Einordnung in den historischen Kontext. Das Gardemaß ist Produkt einer sich stetig weiterentwickelnden Militärkultur und damit immer historisch einzigartig und vor allen Dingen historisch geprägt. Das Gardemaß kann dabei völlig irreversibel sein. Es kann aber auch flexibel sein, zum Beispiel im Bereich der Haartracht, kann ideologisch geprägt sein oder geografisch. Es entsteht dabei im jeweiligen historischen Kontext, zum Beispiel die Diskussion um den Bart, der sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg überarbeitet und verändert hat, bis hin in die heutige Zeit. Eines steht aber fest: Der Verband macht diese nicht selbst, sondern sie wird im Wesentlichen von Auftrag und Auftraggebern bestimmt und vorgegeben. Das Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung pflegt keine Traditionslinie zu ehemaligen Gardeverbänden oder Gardeeinheiten. Die einzige Traditionslinie, die wir pflegen, ist unsere eigene Geschichte. Seit 1957 nimmt das Wachbataillon den infanteristischen Schutzauftrag und den protokollarischen Ehrendienst für die Bundesregierung wahr. Die Übergabe bzw. der Erhalt der ersten Truppenfahne der Bundeswehr an das Wachbataillon ist ein zentrales Traditionsmerkmal des Verbandes. Mit der Übergabe der ersten Truppenfahne an das Wachbataillon im Jahr 1965 erhielt der Verband die bis heute herausgehobene Stellung als Gesicht der Bundeswehr. Stellvertretend für die gesamten Streitkräfte repräsentieren wir den Dienst aller Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. In dieser Verantwortung liegt unser Streben nach Perfektion und Exzellenz. Auch wenn ehemalige deutsche Armeen und Gardeverbände nicht traditionsstiftend sind, gibt uns der Traditionserlass von 2018 die Möglichkeit, einzelne historische Persönlichkeiten wertevermittelnd in unser Traditionsverständnis einzubetten. Friedrich Wilhelm von Rodig ist ein Beispiel für diese Einordnung. Er war Kommandeur eines preußischen Grenadiergardebataillons. Testamentarisch legte der General Rodig fest, dass sein Erbe zur gemeinnützigen Unterstützung seiner Bataillonsangehörigen dienen sollte, insbesondere dabei für Kinder und Waisen. Dieses kameradschaftliche, fürsorgliche und soziale Handeln ist für uns heute traditions- und sinnstiftend. Vieles, was in der Vergangenheit im Wachbataillon als Tradition verstanden oder angesehen wurde, ist eigentlich Brauchtum. Oftmals blieben Dinge, die irgendwann eingeführt wurden, aus praktischen Gründen einfach erhalten. Der Karabiner als Exerzierwaffe, die Art, wie wir marschieren, diese Aspekte sind militärisches Handwerkszeug, vermitteln jedoch keine Werte und können durchaus auch verändert werden. Manches Brauchtum, wie das Anfertigen eines Reservistenhutes wie diesem, wurde mit der Zeit einfach vergessen. Will sagen, erst wenn Bräuche konsequent gelebt werden und Identität vermitteln, haben sie die Chance, eine traditionsstiftende Bedeutung zu erhalten. Deshalb haben wir unseren Schlachtruf bzw. unseren Leitspruch Semper Talis auch neu aufgeladen. Wir beglückwünschen die frisch vereinigten Kameraden und Kameraden mit dem Schlachtruf des Verbandes mit allen Dreifachkräftigen. Semper Talis! Semper Talis! Semper Talis!
Die einfache Übersetzung von Semper Talis als stets gleich war eine historisch nicht eindeutig ableitbare Phrase, die für unsere Soldatinnen und Soldaten keinen Anknüpfungspunkt bot. Wie geschildert ist Garde eben nicht immer gleich, sondern unterliegt schon immer Entwicklungen und Moden. In einer Arbeitsgruppe wurde daher schon 2023 erarbeitet, wofür für uns Semper Talis heute stehen kann. Im Ergebnis steht jeder Buchstabe unseres Schlachtrufs jetzt für eine Charaktereigenschaft, die unsere Soldatinnen und Soldaten und damit den Verband ausmachen. Mit der Neuaufladung unseres Verbandsmottos, unseres Wahlspruchs Semper Talis wird unsere Identität, das, wofür wir stehen im Verband, für unsere Soldatinnen und Soldaten anfassbar. Ein richtiges Leitbild.